Hallo E-Bike-Tuner, Sie sehen hier einen SyncDrive Pro 2018 Motor von Giant. Um den zu tunen, muss man die Verkleidung entfernen und den Motor abschrauben. Und das ist bei dem Motor echt kompliziert. Also das ist der komplizierteste Motor, den ich hatte bisher. Und das kann eine Weile dauern. So, zunächst einmal müssen wir hier die Kurbel entfernen mit einem 8 mm Sechskantschlüssel. So, dann Kurbelabzieher. So. Jetzt müssen wir hier die kompletten zwei Kettenblätter abnehmen mit einem Spider Tool von Giant. Das habe ich bei einem Giant Store gekauft. Das sieht so aus. So. Dafür braucht man einen 35 mm Schlüssel und dann muss man hier das hier drauflegen und dann die hintere Bremse halten und dann mit dem Sechskantschlüssel, mit dem Schlüssel mit dem Uhrzeigersinn drehen. So. Das hat sich jetzt gelöst und man muss jetzt natürlich zuerst die Kette abnehmen, so, und dann mit dem Uhrzeigersinn drehen und dann kann man hier das komplette hier abnehmen. So, jetzt muss ich hier die Schrauben hier lösen, die und die. Dann brauche ich ein Torx 20. Komm. Dann gibt es hier zwei Schrauben, die muss ich mit einem 4 mm Sechskantschlüssel lösen. Zwei Stück. So, jetzt ist das hier ab. Jetzt löse ich noch den hier. So, hier muss ich die Kurbel entfernen zunächst einmal.
4 mm Sechskantschlüssel. So, Torx 20er. Hier noch eins. Hier noch eine. Jetzt muss ich den Akku entfernen. Und hier drin mit dem 20er Torx muss man hier drin 4 Schrauben lösen. Also nicht komplett lösen, sondern nur so weit, dass man das Plastikteil anheben kann. So, jetzt kann man hier das anheben. So sieht es aus. Und wir sehen hier die Schraube. So, jetzt drehe ich das noch einmal um. So, jetzt muss ich die Verkleidung hier noch abmachen. Und jetzt brauche ich hier einen 30er Torx. Erstmal die Schraube weg. Dann die hier weg. Komm schon. Eigentlich kann man hier ganz normal drehen. Ja. So. So, jetzt lege ich das E-Bike hin. Jetzt muss ich hier die Schraube hier mit dem 30er Torx abschrauben. Die hier auch. So, und jetzt muss man hier die Kabel wegmachen, also aus dem Weg räumen. Und dann kann man hier den Motor
einfach ausklappen, also rausholen und dann einfach so hinlegen. Hinlegen und dann kann man hier die Kabel rausholen. Dann haben wir hier den Kabelbaum. Also, der rote geht immer zum Akku. Den darf man nicht anfassen. Das gehört auch zum Akku, da geht der Strom. Das ist der Kernbus, das ist der Strom. Das hier ist das Licht. Das ist ein Zweifachstecker, 6 Volt. Das hier ist der Speed-Sensor. Der geht von hinten hier und dann in den Rahmen, also hier an den Dreifach. Und dann hier in den Motor rein. Der hat drei Kabel, aber wir benutzen nur 2 davon. Und dann hier der 8-fach Stecker. Der geht hoch zum Display und das ist der Kernbus und so weiter. Okay, der nächste Schritt wäre jetzt das Modul anzuschließen und dann wieder alles zusammenzubauen.